mental kann man sich keine schlimmere Verletzung zuziehen. Kann das sein, dass mir sowas in so einer Situation passiert? Wenn ihr dann so da liegt, dass er weiß und auch daran glaubt, dass er wieder ganz, ganz stark zurückkommt. Auf dem Platz weint. Die anderen gehen wieder raus, die gehen Diagnosen, wieder die keiner hören will. Natürlich hart arbeiten, um zurückzukommen. Fakt ist, das wird mich nicht abhalten vom Glauben. Für mich persönlich ist es einfacher, mit meinen Jungs zu sein, die ich kenne, bevor ich Profi geworden bin. Weil du musst es ja natürlich dann immer so sehen, generell, wenn neue Leute in dein Leben kommen, also sind die an der Person Benny interessiert, die jetzt gerade kennenlernt über die Doku, oder sind die an Henrys interessiert, der Fußballer ist, der bekannt ist. Wenn ich jetzt heute kein Profi wäre, einen anderen Beruf hätte und ich mir auch das alles hier nicht leisten könnte, so, dann wären wir trotzdem die gleichen Freunde. Ich würde auf jeden Fall nicht mehr mit dem chillen. Egal welchen Profi ihr jetzt gerade seht, die gehen alle durch eine Seite, durch eine Sache durch, die man nicht so wirklich mitbekommt nach außen. Sei es Monaco-Zeiten oder Leverkusen-Zeiten, von Tagen, wo man nicht gespielt hat. Wir waren an Tagen 2 Uhr morgens laufen. Wir waren im Gym an Uhrzeiten, das glaubt uns keiner. Also klar ist die Verletzung eine neue Situation gewesen, aber der Schicksalsschlag an sich ist ja keine neue Situation. Also wir haben ja gerade gesagt, wir kennen Benny 10, 11 Jahre. Das Leben spielt nun mal so, ne? Dass du verschiedene Schicksalsschläge hast. Benny war genauso wie auch mit den anderen Schicksalsschlägen, dass er versucht hat, direkt wieder positiv zu sein. Und wie wäre jetzt Benny damit umgegangen, wäre das vor 5 Jahren passiert zum Beispiel? Und dadurch, dass so viele Sachen passiert sind und ich komme und ich sage dann direkt, schau mal, wir haben das durchgemacht, wir haben das durchgemacht, wir haben das durchgemacht. Hier haben wir nicht gespielt, obwohl du fit bist, obwohl du das hast. Das wird uns jetzt nicht aufhalten. Die Woche war für mich ein Riesenfortschritt eigentlich, weil man merkt so von Tag zu Tag, du stehst auf und du merkst, ich kann jetzt ein bisschen gehen, ich kann meinen Fuß ein bisschen mehr beugen. Ich kann jetzt so ein bisschen ohne Krücken rumpeln. Mein Training sieht jetzt so aus, dass der große Schuh auch ab ist und wir dann wirklich anfangen, die rechte Seite zu trainieren, gerade meine Wadenmuskulatur wieder aufzubauen. Jetzt gerade sieht man es nochmal richtig krass, der Unterschied zwischen der rechten Wade und der linken Wade. Links ist muskulös und so, wie man es kennt, und rechts ist einfach wirklich so geworden. Oh, it's not a problem. Okay. And I'm putting pressure in this position. Ich kann deinen Waden sehen, ja. Wir haben jetzt angefangen, mehr oder weniger den Fuß einfach nur zu bewegen. Das heißt, dass du ihn nach oben oder zu dir ranziehen kannst, nach vorne beugen kannst, links und rechts. Und wenn du die Übungen siehst, ist es sehr banal. Es ist wirklich sehr einfach gehalten und das liegt einfach daran, dass ich das Gehen wieder erlernen muss. Das liegt daran, dass der Fuß diese Bewegung einfach wieder braucht. Als ich dann, wie gesagt, Montag entdeckt habe, dass ich ohne Krücken gehen kann, habe ich auch den Riesenfehler gemacht, sehr viel ohne Krücken zu gehen. Wir haben das nicht verloren. Dass wir sehr schnell wiederkommen. Vielleicht in einer Session, eine Einheit, wenn du nicht so viel Schmerz hast, okay? So, weil es für mich nach 2 Monaten wieder so ein Befreiungsgefühl war, weil ich dieses Normalitätsgefühl zurückhaben wollte und bin dann Dienstag aufgestanden und hatte brutale Schmerzen. Dann wollten wir halt das, was wir am Montag gemacht haben, im Training am Dienstag auch nochmal machen. Und ich hatte so unfassbare Schmerzen, dass ich das Training abgebrochen habe. Cassie hat mich sogar vom Training abgeholt. Ich habe ihr geschrieben, komm bitte direkt, ich habe keine Lust mehr hier zu sein, ich will einfach nach Hause. Und als sie mich dann abgeholt hat, ist vielleicht schon eine Träne geflossen, weil es für mich einfach so ein Rückschritt war, den ich nicht erwartet habe. Wenn du 2 Monate deinen Fuß nur in diesem Schuh hast und eigentlich kaum Bewegung drin hast, als ich den Schuh ablege, ich kann wieder gehen und alles wird gut sein, aber ich bin so weit davon entfernt. Langsam eine, nicht so schnell. Verbindung. Zur Erklärung, ich habe jetzt hier dieses Elektroteil und dann sind immer so 6 Sekunden leichte Schläge und 6 Sekunden härtere Schläge. Und dann muss ich einfach meinen Fuß gegen die Wand drücken, um diesen Wadenmuskel zu aktivieren. Jetzt muss man sich der Situation anpassen und dann einfach gucken, dass du ohne Schmerzen da durchkommst. Das ist schon wichtig gerade. Was wir gelernt haben, dass wenn wir kämpfen gegen Schmerz und Schwellen,
das ist immer nicht ein guter Kampf zu haben. Nicht ein schöner Unterricht, aber etwas, das wir müssen verstehen. Wenn ich jetzt trainiere und einfach nur meine Wadenmuskulatur anspannen will, bin ich auf einmal am Zittern, weiß ich nicht genau warum. Ich kann es auch nicht abstellen in dem Moment. Und das sind einfach kleine Steps, die du auf diesem Weg hast. Wo ich auch einen Tipp bekommen habe von meinem Physio, von Mitch, ist einfach, dass du diese Verbindung vom Kopf bis zum Fuß, das habe ich auch ein bisschen unterschätzt. Du brauchst das wirklich. Denk hier. Und wenn ich das links vormache und 3-4 Mal mache, dann ist es einfacher, das rechts dann zu wiederholen und zu wissen, wo man anspannen muss und was genau man braucht. Deswegen mache ich manchmal 3-4 Übungen mit links erstmal vor. Ich würde auch so sagen, dass man jeden kleinen Sieg auch klein feiern sollte und nicht direkt eine große Party draus machen sollte. Auch für Leute, die dasselbe durchmachen, ich würde einfach nur daran appellieren, geduldig zu bleiben. Und gerade wenn du so einen riesen Fortschritt gemacht hast, das nicht zu übertreiben. Die kleinen Siege zu feiern. Das habe ich mir wirklich zu Herzen genommen. Also habe mich da echt von Benny inspirieren lassen, auch in meinem Privatleben. Nur weil er sich noch nie verletzt hat, heißt das nicht, dass er nicht auch schon sehr schwierige Momente in seiner Karriere hatte. Und wenn ich da zurückdenke an manche Situationen, sehe ich einfach nur, wie sehr mein Bruder gewachsen ist und wie viel das ausmacht, weil ich bin absolut der Überzeugung, dass eine Genesung viel schneller und besser funktioniert, wenn du positiv im Mindset bist. Da entwickelst du deine Persönlichkeit. Vincent, ich schiebe dir jetzt eine Liste von Spielern und du liest einfach dann vor. Du nimmst nicht mehr auf, oder? Warum? Weil wir hier so am Handy sitzen. Kannst du ja aufnehmen und sagen, ja, wir arbeiten zusammen. Ja, wir arbeiten zusammen. Sané oder Musiala? Oh, Bambi. Kannst du den Bambi nennen? Ja. Okay, machen wir weiter. Musiala oder Henrys? Benny? Ja, ist gut gehabt, Alter. Aber Junge, was überlegst du noch mal? Also natürlich kann er immer zu mir kommen und über vieles reden. Dadurch, dass wir aber jetzt zum Beispiel dieses Projekt gestartet haben, sind wir im Alltag so viel im Austausch über die Projekte, an denen wir arbeiten, dass ich ihm dadurch ein bisschen helfe, weil er wirklich einfach vom Kopf einmal da rauskommt, in eine andere Welt gezogen wird. Was passiert, wenn du auf einmal als Profispieler nicht Profispieler sein kannst? So, du bist ja trotzdem noch wichtig und ich glaube, das ist das Gefühl, was Benny sich jetzt auch irgendwo an anderen Seiten holen muss. Wir alle wollen ja irgendeine Aufgabe haben und ich merke das jetzt in den Projekten, dass Benny da mehr einsteigt, dass er noch mehr seine Meinung dazugeben möchte. Ready? Who's the meanest? Most likely to get into a fight? Most emotional? Who's the funniest? Who's the alcoholic? Ja Leute, was geht ab? Benny Henrys hier. Wie ihr sehen könnt, wir sind hier in Köln. Heute ist der erste Spieltag der Icon League und ich nehme euch heute mit. Bei der Eröffnung von der Icon League hat man gesehen, was für ein großes Projekt das ist. Man hat gesehen, wie viel Input da drin ist. Für Show wird gesorgt. Du hast viele bekannte Gesichter. Wir hatten letztes Jahr im Frühjahr ungefähr um dieselbe Zeit wie jetzt erstmal Workshops. Es ging dann erstmal um die Frage, okay, mit wem kann Benny wirklich ein Team gründen? Wer wäre cool, wer wäre geeignet? So ist Bilal Kamari ins Spiel gekommen und die zwei zusammen als Teamheads. Wie sieht's denn aus? Bist du heiß? Also hast du Bock? Oder? Also bist Die Liga wurde ja von Toni Kroos und Eli, die Geller, dem Streamer, gegründet. Es ist eine ganz neue Aufgabe, auch die ich so nicht kenne. Aber du bist halt dann in so einer Bubble, wo wirklich so Fußball gelebt wird. So wie der Zufall das entschieden hat, es gab so ein Draft-Verfahren und wir wurden halt als letztes gepickt. Und als Surprise gab es dann die Belohnung oder die Überraschung eher gesagt, dass Toni Kroos am ersten Spieltag bei uns mitspielt. alle nervös, aber keiner will zugeben. Alle nervös. Guck, der ist nervös. Nein, geile Sache, dass wir mit Toni spielen können. Benny und Bilal. Okay? Das war's. Ich spiele mit einem Weltmeister auf dem Platz. Ich stand mit Ramos, Benzema, Ronaldo auf dem Platz, jetzt mit euch. Das heißt, zeigt euch, zeigt, dass er es auch verdient hat, mit euch zu spielen, nicht nur andersrum. Und genießt das einfach. Ich habe mit Toni Kroos zusammen gespielt, ich habe gegen Toni Kroos gespielt und ich war kurz Trainer von Toni.
Also das nimmt mir auch keiner mehr weg. Tu das Schulter nach hinten. Gänsehaut pur. Gänsehaut pur, vor so vielen Menschen zu spielen, zu stehen, Toni Kroos im eigenen Team zu haben. Ich glaube, Benny ist fast geplatzt vor Stolz, seine Jungs da zu sehen. Meine Jungs können halt jetzt auch erzählen, sie haben mit Toni Kroos gespielt und das kann denen keiner mehr wegnehmen. Das heißt, Toni Kroos stand mit Benny Henrichs auf dem Platz, Cristiano Ronaldo und mit Seifi und Hammoudi. Das Projekt Icon League und B2B United ist ein ganz besonderes für uns. Wir hatten alle den Traum, Fußballer zu sein. Wir haben nie vor so vielen Menschen gespielt, sowohl live als auch dann im Stream. Wenn du das dann da unten siehst, würdest du direkt mitspielen. Also auch wenn ich Champions League, Nationalmannschaft, EM gespielt habe, wenn ich dann da unten bin, dann bin ich auch auf dem Platz. Direkt ein Gefühl von, okay, das ist Fußball und du hast so eine Atmosphäre, so eine Kulisse. Richtig! Ja, Lukas! Ich habe immer gesagt, okay, ich kann mir nicht vorstellen, nach meiner Karriere Trainer zu sein. Aber irgendwie macht es schon sehr viel Spaß, an der Seitenlinie zu sein, Input zu geben, reinzuschreien, mit den Jungs zu reden. Und gerade wenn du die Jungs halt auch kennst, und das sind jetzt dann nicht nur Seifi und Hammoudi, sondern auch so eine Verbindung zu den anderen Jungs aufbaust. Ich habe letztes Jahr ein Video besorgt, habe alle Fußballer gefragt und die sollten einfach ein Video machen für B2B United mit der Nummer 10, Mohamed Daas, Hammoudi. Er heißt Mohamed Daas, keine Ahnung. Für B2B United mit der Nummer 1, Gianluca Reck. Für B2B United mit der Nummer 27, Seifi Ayadi. Für B2B United mit der Nummer 9, Konstantin Fries. Für B2B United mit der Nummer 99, Moritz Stoppelkamp. Für B2B United mit der Nummer 52, Tanju Öztürk. Für B2B United mit der Nummer 10, Mohamed Daas. For B2B United with the number 5, Fabian Gemaire. Bisschen so surreal, weil sie dann sehen, oh, der Kapitän von der deutschen Nationalmannschaft hat ein Video gemacht, hat meinen Namen erwähnt und der kennt mich. Weil auch bei Nazio ist es dann so, dann sitzt man da zusammen und guckt die Spiele von der Icon League. Robert Andrich, Toni Rüdiger, Tim Kleindienst und ich und dann sitzen wir da und dann gucken wir halt die Spiele und du kriegst natürlich immer Sprüche gedrückt, wenn deine Mannschaft verliert. Small Service. Hey, was geht denn? Gut. Ja. Schauen wir mal nachher auf. Gut, geht es euch auch? Ja, oder? Schon deutlich besser, aber es kann nicht viel schlechter werden. Benny ist nach Düsseldorf gekommen, weil Season 2 der Icon League gestern gestartet hat. Alle haben sich einfach nur gefreut, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Für Benny ist es ein riesen Herzensprojekt. Er hat da so viel Spaß dran, so viel Freude. Eigentlich keine Zeit, aber für die Fans nehmen wir uns die Zeit. Seit über 10 Jahren verfolgen wir Benny und alles hat sich, was das angeht, immer nach Benny gerichtet. Ne? Wir gucken, dass wir uns frei nehmen, damit wir seine Spiele im Stadion oder auch vor dem Fernseher schauen. Also das ist so ein Rollentausch, der passiert ist, weil er einfach sagt, ey Jungs, ihr guckt mir eigentlich immer zu, jetzt gucke ich euch zu. Hamso! Hey! Hamso, ja, Spaß! Und er ist immer fit. Aber nicht mal so, wie als ich mit euch gespielt habe. Ich habe kein Trainingsvideo gesehen, diesmal vorbereitet. Nee. Weißt du hast mir kurz vor Weihnachten das Herz gebrochen, also studiert das wahrscheinlich auch. Sowas habe ich noch nie erlebt. Das sagt so ein Spiel, ich sehe es. Direkt auf Inge. Ja, alles. Wenn ich dran denke, es wäre eiskalt. Also bis Gabasa, Daumen hoch. Ich werde dir einen Gruß wieder von Dani Olmo besorgen oder so, okay? Ich habe von seiner Freundin ein Selfie bekommen bei Ballon d'Or. Das habe ich gesehen, das habe ich gesehen. Aber ich nehme gerne noch ein zweites Bild. Na, Benny ist super korrekt, habe ich gern gemacht. Wir haben heute das Spiel gegen die Mannschaft von Toni Rüdiger und Luciano. Und ja, ich habe zwar gerade Reha, aber ich habe morgen frei und bin dann heute hier hingekommen nach Düsseldorf, um die Jungs zu supporten. Also es sind ja nicht nur wir zwei, ne? Also ich kann ja auch sagen, wie sehr die Jungs denen dann ans Herz gewachsen sind. Deswegen funktioniert auch das Team so gut, deswegen funktioniert die ganze Infrastruktur, die wir uns da aufgebaut haben, so gut. Wir sind halt quasi wie
die kleine Familienmannschaft in der Liga. Seht, das ist mein Team und die supporten auch Fate over Field. Heute ist das nicht meine Schwester. Wenn sie sagt, heute Benny sitzt, dann muss ich sitzen wie Ace, wie mein Hund. Ich habe nichts zu sagen. Was sie sagt, ist Gesetz. Legt euch besser nicht mit dem CEO an. So sieht's aus. Das ist am Ende auch ganz normal. Ihr geht einfach raus und zockt. Genießt jede einzelne Sekunde, weil das auch eine Chance ist für euch. Ihr könnt euch zeigen vor sehr, sehr vielen Leuten. Herzlich willkommen und auf eine gute Saison. Gönnen, genauso wenn Spielzeiten sind, wenn wir Entscheidungen von draußen treffen, Männer. Ja, der eine kommt raus, der andere geht vielleicht rein. 24 Minuten, bis wir wieder gleich hier drinnen sind, Jungs. Hauen wir alles raus. Ich bin sehr gespannt, wie das Spiel heute ausgeht. Letztes Jahr haben wir einmal verloren, einmal gegen die gewonnen. Und es ist ein sehr, sehr heißes Duell. Let's go, let's go. Wir müssen heute gewinnen. Wir müssen heute gewinnen. Hey, 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 hey! Gut so, Pio! Seid wieder zu, seid wieder zu! Okay, ist okay, ist okay. Geh, Mudi! Kann schon mal sehr emotional werden, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz. Seifi ist auch Kapitän der Mannschaft. Hat sehr viel zu sagen. Hamoudi war letztes Jahr unser bester Torschütze. Ich habe mit meinen Jungs ja immer geredet und die reden dann immer über Fußball und sagen, dann erzählen die immer von ihren Aktionen. Die reden viel, aber die liefern auch. Geiles Spiel, sehr geiles Spiel. Ich kann auch nicht mehr so lange hinten bleiben. Geh! Alleine! Komm zum Abschluss, Gianluca! Das ist Wahnsinn. Aber das ist die... Das war das aufregendste Spiel, was es überhaupt gegeben hat, jemals bei der Icon League. Mit Unentschieden, mit Elfmeterschießen, mit verlängertem Elfmeterschießen. Absolut drin im Fieber und auch es packt einen wirklich, wenn man da am Seitenrand steht. Das hat natürlich auch Benny super gefallen. Hamoudi, du musst treffen, Bruderherz. Dein Sohn ist da! Hamoudi! Come on, Hamoudi! Einfach diese ganzen Emotionen aus dem klassischen Fußball, die wir jetzt bei der EM hatten, die wir bei großen Spielen immer hatten, wenn Benny auf dem Feld steht, hatten wir halt jetzt bei der Icon League. Egal, was für ein Projekt er macht, er strahlt komplett über diese authentische und sympathische Art. Es ist und bleibt Benny. Oder krank. Ich spiele das erste Mal so zusammen. Seid stolz auf euch. Lasst die feiern jetzt. Es gibt ein Vorgleich. Es gibt mehrere Spiele geschafft. Seid durch. Ihr habt gut gespielt. Seid stolz auf euch. Nächste Woche macht ihr weiter. Einige Experten haben gesagt, dass wir letzter werden. Ich glaube, wir wollen eine ganz gute Leistung zeigen. Benny braucht jetzt andere Ventile, um sich Gehör zu verschaffen. Und das ist eine super Plattform, weil er einfach die Möglichkeit hat, noch in eine andere Welt abzutauchen. Sich ein bisschen abzulenken, wenn das Ganze mit dem Training zu viel wird. Boah, habe ich viele Trikots. Wie du Hund, das wolltest du doch haben. Wie ihr seht, habe ich eine ganze Menge Trikots mitgebracht. Ich habe eine große Trikotsammlung und heute erzähle ich euch von meinen liebsten Henrichs-Trikots. Das heißt, alle Trikots von mir selber, die eine große Bedeutung für mich haben. Ein ganz anderes Trikot. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich weiß nicht, ob ihr den Verein kennt. Aber SPVG Porz, das ist mein Heimatverein. Das ist der Verein, in dem ich angefangen habe, Fußball zu spielen. Ich war 4, als ich dorthin gewechselt bin. Auch wenn du jetzt Champions League gespielt hast, Nationalmannschaft und Comfort Cup gewonnen hast und Pokal gewonnen hast, dass du nicht vergisst, wo du herkommst. Ich glaube, bei mir ist es schon so, dass ich sehr heimatverbunden bin, ob das jetzt in Porz ist, dem Verein, wo ich mit 4 Jahren angefangen habe, den ich seit der Corona-Pandemie unterstütze, oder ob das hier in Leipzig ist. Es ist jetzt mein 5. Jahr hier und jetzt in der Phase, wo ich in dieser Situation bin, dass ich meinen Traum lebe, dass ich Fußballer bin, kann ich, glaube ich, sehr viel zurückgeben. Ob das jetzt bei meinen Jungs ist, die ich kenne, wo ich dann in so einer Art und Form der Icon League was zurückgeben kann, oder ob das Fremde sind, wo man einfach was zurückgeben kann, weil man in so einer privilegierten Situation ist. Ich habe über Paulis Momente hilft durch RB Leipzig tatsächlich auch den Kontakt bekommen und war dann heute vor meinem Training noch in der Schule. Da gab es ein Projekt, dass Kinder, die langfristige Krankheiten haben, Kinder, die
nicht mehr jeden Tag zur Schule gehen können. Es gibt Avatare für die, das heißt, sind so kleine Computer, die ermöglichen es den Kindern, am Unterricht noch teilzunehmen. Ich habe den kleinen Kalle kennengelernt und den Avatar dann mit überreicht. Und ihn kann eben ein Mitschüler einfach mitnehmen in eine Gruppenarbeit. Man könnte ihn mitnehmen, weil er auch 5G hat, zur Exkursion in die Stadtbibliothek. Man kann ihn mitnehmen zu Wandertagen, zu Sportfesten und. Wir ermöglichen es den Kindern, so ein bisschen auch den sozialen Kontakt noch zu pflegen, weil ich glaube, wenn du als Kind so davon betroffen bist, dass du nicht mehr jeden Tag rausgehen kannst, dass du sehr aufs Haus liegen kannst, weil du so schwach bist, dann die Möglichkeit hast, so trotzdem noch irgendwie am Leben teilzunehmen. Kannst du das andere Wort nochmal? Ja, monoton steigend zum x² ist der Schnittpunkt von der Nullstelle. Habe ich es richtig erklärt? Ich auch nicht. Ich bin der beste Schüler in unserer Klasse und das wissen auch alle. Ich bin der beste Schüler. Ich glaube, in so Momenten siehst du eigentlich, wie gut es dir wirklich geht. Man macht sich sehr oft Gedanken und Sorgen über Probleme, die eigentlich keine großen Probleme sind. Und man kommt so ein bisschen raus aus dieser Fußballbubble. Bist du Fußballfan? Mhm. Dann wer? Leute, wer ist der Lieblingsspieler? Weiß ich nicht. Okay. Von meiner Seite aus würde ich auch gerne noch einen Avatar zur Verfügung stellen, weil ich schon gesehen habe, wie sehr das helfen kann. Mit Unterschrift und Autogrammkarten. Das der hat dann ein Trikot an, der Avatar. Können wir dir auch besorgen, wenn. Ach so, ist ja nicht Lieblingsspiel. Ah nein, wir kriegen das schon hin. Du kommst ins Stadion und dann kriegen wir das hin. Was da auch möglich ist, man sieht, was für ein Lächeln man dem Gegenüber ins Gesicht zaubern kann. Meine Mutter hat mir einen Satz gesagt als Kind, der heißt Give and it shall be given unto you. Gib und dir wird selber gegeben. Das ist so ein bisschen so ein Leitsatz, der mich durchs Leben verfolgt. Wie ihr sehen könnt, bin ich wieder im Krankenhaus, 3,5 Monate nach meiner ersten OP. Habe mir das natürlich nicht so vorgestellt.